Servus Leute, ich bin der Matti und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Outdoor Kitchen. Ja, ich werde euch heute ein tolles Pesto-Rezept vorstellen, was eigentlich total einfach ist. Und zwar nicht irgendein Pesto, sondern Pesto Genovese. Ja, wie man Pesto Genovese richtig zubereitet, das zeige ich euch in diesem Video. Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo. Narcisetto Adolgino d'amor, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran bustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e salioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le porre tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più avrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto Adolgino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Einfach nur auf ein warmes Bruschetta drauf. Das ist, ja, ich mache das voll oft, aber das ist wirklich jedes Mal ein Genuss. Kannst du jeden Aufstrich oder sonst was, glaub mir, kannst du in die Tonne treten. Das ist einfach nur das Beste, was es gibt. Ich muss noch mal reinbeißen. Macht euch auch die Mühe mit dem Mörser, nutzt keinen Mixer oder Pürierstab, weil dadurch wird das Ganze heiß, verliert viel an Geschmacksaromen. Ihr müsst auch bei der Zubereitung, solltet ihr auch ein bisschen fix sein, das Ganze sollte nicht oxidieren, verliert ebenfalls Geschmack. Ja, ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn es ein paar Leute umsetzen und gebt mir mal ein Feedback, also vergleicht mal dieses Pesto mit dem Pesto, wie ihr es bisher gegessen habt. Keine Ahnung, vielleicht ist euer Pesto ja auch besser, ich freue mich ja auch immer, wenn ich irgendwie dazulernen kann. Ja, der kluge Mensch lernt ja nicht nur aus seinen eigenen Erfahrungen, sondern auch aus den Erfahrungen anderer. Eins meiner Lieblingszitate. Ansonsten in diesem Sinne, Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.